Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Barbara Hirsekorn aus der Aquarellwerkstatt und heute habe ich euch ein echtes weihnachtliches Last-Minute-Motiv mitgebracht. Ich male eine Weihnachtskugel in Aquarell und zwar in der Folientechnik. Das ist eine ganz spannende Technik, in der man auch sicherlich andere Motive umsetzen kann. Bevor wir mit dem Malen beginnen, möchte ich euch kurz zeigen, wie ich mir die Weihnachtskarte zuschneide und so abklebe, dass das Motiv später gut im Bildformat sitzt. Aus meinem Aquarellpapier schneide ich mir einen Ausschnitt von 30 x 20 cm zu und knicke ihn in der Mitte. Damit die Karte schön flach aufliegt, falze ich das Papier mit einem Lineal ein paar Mal in jede Richtung. Nun wird jeweils ein Streifen Tesakrepp rundherum aufs Papier geklebt. Ich verwende hier ein Klebeband mit 3 cm Breite. Nun kann man die Karte wieder aufklappen und auf das Malbrett kleben oder sie direkt zusammengeklappt auf dem Brett fixieren. Die Rückseite der Karte möchtest du vielleicht etwas abdecken, sodass hier beim Malen keine Farbspritzer landen. Die Materialien für mein Motiv heute sind Sienna gebrannt, Payne's Grey, Alizarin Karmesin von Winsor Newton, Ultramarin Blau, Lasurorange und Jaune Brillant von Schminke. Ich arbeite diesmal auf einem Holzfaserpapier. Das ist das Aquarellpapier Le Rouge von Hahnemühle, 300 Gramm schwer. Es geht alternativ auch jedes andere Holzfaserpapier. Bitte für diese Technik kein Büttenpapier verwenden. Das Format ist wie schon gesagt 30 x 20 cm und es kommt zum Einsatz mein Rotmadar-Pinsel Größe 10 aus meiner eigenen Pinselkollektion. Rechts seht ihr noch die kleine Sprühflasche, die nachher für die Struktur im Hintergrund sorgen wird. Ganz wichtig für dieses Motiv ist natürlich die Frischhaltefolie, die ich vergessen habe, hier bei den Materialien mit auszulegen. Einige kleine Stücke, ungefähr 10 x 10 cm, sollten ausreichen. Hier liegt nun schon die Skizze für unser heutiges weihnachtliches Motiv. Skizze und Foto bekommen die UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt natürlich wieder per Mail zugeschickt. Auf meiner Farbpalette mische ich mir verschiedene Farbpfützen aus Lasurorange und Alizarin Karmesin. Mit viel Pigment und viel Wasser trage ich zunächst das Lasurorange in den oberen Teil der Kugel und das Alizarin Karmesin etwas weiter unten auf. In den unteren Bereich der Weihnachtskugel fällt nicht so viel Licht. Deshalb verdunkle ich hier den Farbauftrag noch einmal mit Alizarin Karmesin und Ultramarin Blau. Der Farbauftrag sollte mit viel Pigment einerseits und viel Wasser andererseits erfolgen. Wenn sich am unteren Rand der Kugel ein Farbtropfen bildet, dann ist es genau richtig. Mit einem kleinen Stück Frischhaltefolie erzeuge ich nun die Struktur auf der Weihnachtskugel. Es wird aufgelegt und leicht zusammengedrückt. So kann man die Farbpigmente etwas verschieben und es entsteht die schöne, relativ zufällige Struktur auf der Maloberfläche. Während die Farbe unter der Folie etwas antrocknet, können wir die zweite Kugel malen. Hier möchte ich im gleichen Farbschema bleiben und mische mir kräftiges Alizarin Karmesin und auch ein wenig Lazurorange. Auch hier kommt in den unteren Bereich der Kugel etwas dunklere Farbe, um den Schatten anzudeuten. Mit einem kleinen Stück Frischhaltefolie wird der Vorgang von der ersten Kugel wiederholt und auch dieses Päckchen muss nun ein paar Minuten trocknen. Nach der Trocknungszeit, wie gesagt, ein paar Minuten sollten es sein, nehme ich vorsichtig die Folie ab.
Wenn du etwas mehr Zeit hast, kannst du das Blatt auch einige Stunden liegen lassen. Unter der Folie hat sich nun eine schöne, zufällige und sehr malerische Oberflächenstruktur gebildet. Nachdem ich mit dem Föhn das Blatt trocken geföhnt habe, wird mit einer kräftigen Mischung aus Payne's Grey und Sienna gebrannt der obere Teil des Hintergrundes gemalt. Je dunkler und kräftiger ich hier arbeite, umso mehr können die Kugeln leuchten. Ein paar Spritzer mit der Sprühflasche bringen im oberen Bereich eine lockere Struktur in die Fläche. Mit einer wässrigen Mischung aus Payne's Grey und Sienna gebrannt male ich nun den Tisch. Hier möchte ich die Farben der Kugel noch einmal aufgreifen und setze einige Striche und auch Spritzer Lasurorange in die Fläche hinein. Mit einer sehr cremigen Mischung aus Sienna gebrannt, Alizarin, Karmesin und Ultramarinblau füge ich jetzt die Schatten der Kugel an. Hier arbeite ich auf der noch feuchten Fläche des Tisches und muss daher aufpassen, dass im Pinsel jetzt sehr wenig Wasser ist. Auch hier sprühe ich noch einmal mit der Sprühflasche und freue mich über die kleinen, hellen Formen, die so im Vordergrund auf dem Tisch entstehen. Nun wird wieder trocken geföhnt und wir können beginnen, die Aufhängung der Kugel auszuarbeiten. Mit Sienna gebrannt und etwas lichter Ocker und Resten aus meiner Hintergrundfarbe male ich den Metallverschluss der beiden Kugeln. Hierbei schaue ich noch einmal auf mein Foto und übernehme die dunklen und hellen Stellen, die auf der Vorlage gut zu sehen sind. Mit Jaune Brillant direkt aus der Tube male ich jetzt noch die Aufhängeöse und auch ein paar Highlights auf dem kleinen Metalldeckel bringen jetzt das Leuchten in diesen Bereich. Einen kleinen Schatten setze ich noch unter die Aufhängung, dies ist aber schon das letzte Detail für unser kleines weihnachtliches Motiv. Nachdem ich alles nun noch einmal trocken geföhnt habe, kann ich vorsichtig das Tesacrepe abziehen. Ich habe heute ja kein Büttenpapier verwendet, sondern ein Zellulosepapier, welches eine starke Oberflächenverleimung hat. Dieses Papier eignet sich besonders gut, um die Struktur mit der Frischhaltefolie zu erzeugen. Wenn ich nun mein Tesacrepe aber einfach abreißen würde, wie es auf dem Büttenpapier immer wunderbar funktioniert, würde ich hier möglicherweise das Papier dabei einreißen. Ich kann dies verhindern, indem ich mit der Wärme des Föhns den Tesacrepe anwärme und ihn zugleich vorsichtig abziehe. So bleibt das Papier ganz und um unser Motiv herum entsteht ein schöner heller Rahmen. Mit einem Bleistift setze ich noch einen linearen Akzent um das Bild herum und im unteren Bereich finden Signatur und Datum Platz. So, die diesjährige Weihnachtskarte ist fertig und ich habe jetzt gleich Lust bekommen, auch andere Farbkombinationen mit Kugel und Hintergrund auszuprobieren.
So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren und könnt noch vor den Festtagen schöne weihnachtliche Karten gestalten. Vielleicht probiert ihr in der Folientechnik auch noch andere Motive aus. Ich finde, alle Motive, in denen das Hauptthema Struktur ist, könnte man in dieser Technik gut umsetzen. Unser nächstes Video kommt hier in 14 Tagen raus, kurz vor Silvester. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.